Ihr wollt gruseligen und spaßigen Content? Dann gebt euch mit mir 10 Geistervideos, die danach einen chirurgischen Eingriff bei euch erfordern werden. Was geht, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen auf meinem Late-Night-Watchers YouTube-Kanal, auf welchem sich alles nur um Geister, Dämonen und paranormale Ereignisse dreht. Wir geben uns heute ein neues Video von euch's Top 5. Geht auf seinen Kanal, lasst ein Abo da, kommt retour auf meinen Kanal und lasst ein Abo auf meinem Kanal da, wenn ihr Bock auf spaßigen und lustigen Content habt. Gut, dann würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit und starten direkt das Video. Wie heißt es so schön auf unserem Kanal? Ready, shit, go. Oh, yeah. River's Edge. Oh, River's Edge. Cambodian paranormal investigation team RC Fun TV2 travels to an allegedly haunted area along the bank of a river. The locals tell stories of many horrible incidents that have taken place in this small area, Okay, right was at the river's edge. Was geben wir uns It is gleich? said that a young boy was swept away in a mudslide in this area, and sadly, he perished in the flood. Another tale recounts that a man took his own life at the river's edge. Oh. And then, even more tragedy. Also ein Junge und ein Mann sind da gestorben. Was ist das? River's Edge, an diesem Fluss. Der Junge wurde weggespült, weggetrieben, glaube ich, und der Mann. Boah. Because Jetzt sehen wir wahrscheinlich deren Geister da herumspuken. the graves of several children can be found here, Oh, das sind Gräber. buried along the river bank. Oh. Because this spot has such a horrible history, the RC Fun TV team decides to leave offerings and prayers for any distressed spirits that Die geben also Opfergaben ab, oder was? Und beten da? might be unable to move on to the other side. Ah. And not long after leaving their offerings, the paranormal investigators spot something truly terrifying. Die geben also Opfergaben ab und beten an dieser Stelle für all die verstorbenen Seelen, die es nicht auf die andere Seite schaffen, quasi. Ah. Was gibt's zu hören? Ich höre nichts. Was? Oh! Da sitzt einfach nur ein Typ, okay? Oh Gott! Was ist das? Ihr könnt das eh sehen, oder? Oh, geht sofort! Ja, geh näher, Bruder, geh näher. Oh Gott. Ich hoffe, das ist nicht gestellt. Was? The investigators spot what appears to be a man sitting on the edge of the river. But something is very off about the mysterious figure. The man is extremely pale and his face is unrecognizable. Boah, das ist heftig. Der sieht mir, ich weiß zwar nicht, wie jemand aussieht, der ertrunken ist, aber das kann ich mir gut so vorstellen. Boah. When the team attempts to get closer, the stranger disappears underwater, never to be seen again. Alter The Schwede. RC Fun TV team say that they might have just seen the spirit of the man that took his own life on the riverbank, or perhaps even the boy that drowned in the flood. But is it real, or is it all just an elaborate hoax? Boah, also wenn die das faken an dieser Stelle, dann ist es respektlos. Ich hoffe, das ist echt. Das ist echt creepy. You decide. Stray away. Stray away. It's late in the afternoon when a CCTV camera in the city of Angol, Chile captures a teenage girl Schon wieder Chile. presumably walking home from school. What happens next is absolutely chilling. Was passiert da ständig bei euch, Latinos? Wo müssen wir unseren Blick hinrichten? Zum Hund oder wohin? Porque Maria, porque... Ah, warte. Ich glaube, ich kenne das. Oh, Kidnapping. Ah.
Oh, der Hund ist echt ein Retter. Ekelhaft. Ekelhaft. Mich macht das wütend. Wie kann man sowas einem Menschen antun? Oh, die Arme. Oh Gott. The girl is walking down a secluded alleyway when a silver Nissan pulls up to the teenager and a man can be seen talking to the... Mann, ich weiß nicht, wer du bist, was für ein Penner du bist, aber ich hoffe, du wirst sowas von in der Hölle. Oh Gott, wie mich das wütend macht. Bist du wahnsinnig. girl with a weapon in his hand. The girl Ekelhaft. is terrified and instinctively walks backward away from the car. When the Ekelhaft. men then back up their car to follow her, suddenly a little stray dog comes running out of Wirklich, ich hoffe, du verdienst das Beste im Himmel nach deinem Leben. Oh Gott. nowhere and aggressively starts barking at the dangerous strangers. The little dog effectively saves the teenage girl from what we can only assume would have been a horrible fate. Ah. The video about the heroic little dog went viral on the internet, with many people giving praise to the stray for recognizing the threat and protecting a complete stranger from harm. Now, without a source, Held. I unfortunately don't know what happened to the little dog after it ran out of frame. But as for the footage, it Der Kleine kommt einfach von hinten angerannt und sieht, dass da was nicht richtig läuft. Oh Gott, was für ein Held, was für ein Held. just goes to show again that human beings are always scarier than any ghost or spirit. Das stimmt. Mit diesem Satz hat er recht. Menschen sind heftiger und gruseliger als Geister. Dein bester Freund oder der nächste, engste Freund könnte dir schon so hart in den Rücken fallen oder sonst irgendeine Person, die du auf der Straße siehst, die bestenfalls harmlos aussieht. Oh. Not a helping hand. Not a helping This next hand. video was posted to Facebook by Marla Teixeira Hernandez Should we from do it? Richmond, California. Oh, California. Marla says that she was rearranging some furniture in her son's bedroom and recorded a video of the room's final look to show to her daughter. But when she watches her video back, she spots something downright chilling. Im Kinderzimmer hat sie was entdeckt. Was denn? Was? Oh, da war Marla eine Hand, says she oder was was war das? completely alone in the room when what appears to be a little hand can be seen moving behind her son's cabinets. Even creepier, viewers pointed out that a man's voice seems to quietly whisper, "Don't be afraid to die." Was? Ach du heilige Schande. Das... Oh Gott. Erstens, wie soll sich da jemand verstecken und dann die Hand noch so perfekt ekelhaft durchslippen? Das ist ja ziemlich schmal. Und dann diese Stimme. Don't be afraid to die. Oh Gott. Now, Marla posted the video to Facebook in hopes of getting any thoughts or ideas on what she might have Oh Gott, ich bin so müde. captured. Weiter geht's. She says that other than one strange incident with a fan switch turning itself off and on in her son's room, she's never really experienced anything paranormal in the house. So what do you think this is? Bruder. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Encounter of the third kind. Encounter. The following is a very old video from the depths of the internet. Source unknown. Source unknown, also Quelle unbekannt, ist perfekt natürlich. Kann gestellt seine Mutter sein und wirklich auch perfekt aufgenommen. Perfekt. So, a group of friends are hanging out, drinking and having a good time in the woods of Flacy, France. Suddenly, they spot what they believe to be a dog hiding behind a tree. Okay, einen Hund sehen die? Einen Hund Vous avez vu un spotten truc encore bouger? Bon, toi là. die? Baguette. Voulez-vous coucher con mi baguette? Avec moi. Putain. Wo schauen wir überhaupt hin jetzt? Plutôt. Il est mignon le chat. Ouais, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça.
Je me barrer, là. Berline. Wo sehen wir hin? Wo? Oh, non, bah il y a un... Ich sehe nichts. Oh, c'est le fils de gueule. Was? Ah, da. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Hund? Hier? War das eine Hand? War das eine Hand? Something otherworldly can be seen moving around behind the tree. Something with long fingers and an unusually large skeletal Sag head. ich doch, hab ich doch The gesehen, da ist video eine Hand abruptly gewesen. cuts, and what happens next remains a mystery. So could it be that the group had an Da, eine Hand. Das schaut tatsächlich minimal aus wie ein Hund, Schnauze. Und da ist eine Hand. encounter with an alien? Or just what is that? Das sieht nach einem typischen Alien aus, ja. Bruder. Was zur Hölle bist du, Bruder? Let me know what you think. Hunting the Unknown. Maschallah. Nummer Paranormal 6. investigator Alex from the YouTube channel Hunting the Unknown sets out to investigate a restaurant in England that's been abandoned for over 20 years. Verlassenes The Restaurant. owners of the restaurant are said to have abruptly fled the property after being tormented by severe paranormal activity. Gut, also die Besitzer des Restaurants wurden anscheinend so hart gefoltert drin, also nicht von Menschen, sondern von Geistern, dass sie das Restaurant verlassen mussten und aufgeben mussten. Ah, da bin ich gespannt. The abandoned and broken down structure is located deep in the middle of the woods, and Alex is all alone as he begins his investigation in the dead of night. After Mitten in der setting up Nacht. a motion detecting music box in the bar section of the restaurant, Alex already begins to experience strange activity. Zeig mal, Bruder, was passiert hier? I've got the music box set up at the moment. Eine Music Box. I'll do a walkthrough. Was? Dieses Geräusch. Was? Okay. A static camera captures the moment a door slams by itself. But things are about to get even weirder. Alex decides to do a spirit box session in the hopes of catching some paranormal activity. Ich hab Bock auf eine Schattenperson, auf einen Schattenpartner oder eine Schattentante. Ich hab so Bock drauf. Zeig dich. Where are you? Can you give me a sign, please? Gib mir ein Zeichen. Bisch. Oh, lalalala. Da geht's schon los. der macht sich in die Hosen. Alex asks for a sign, and bottles sitting on the bar seem to be pushed over on their own. Der But Klassiker. it's when he takes a closer look at the bottles that he captures something truly disturbing. Ja, jetzt komm. Schattentante, Schattenpate. We're locked down. Sehen wir was? There's crazy, I don't understand this. Hallo. This is like Spooky Wookie. Wo? Oh, Hamdullah, Bruder, was? Gib dir diesen Schatten, Onkel. Bruder, der steht noch immer da. Oh Gott. Was zur Hölle? Hat er einen Hut an? Was zur Hölle? Der sieht ihn nicht. Bruder. Der ist weg. Oh Gott. Ey, kennt ihr das, wenn ihr in der Nacht im Zimmer herumspazieren geht, Licht ist ausgeschaltet und ihr habt keinen Bock, das Licht anzumachen und alles, was ihr seht, was irgendwie so eine schwarze Form hat, ist direkt verdächtig. Direkt einfach nur Hosendurchfall, direkt einfach nur Durchfall. Nur wenn ihr daran denkt, dass da potenziell ein Geist stehen könnte, der euch gerade beim durchs Zimmer gehen sieht. So, oh Gott, ich muss pipi. Wo ist denn das WC? Wo ist denn das WC? Ich sehe den Boden nicht und die Couch und dann.
Ich habe mich am Fuß angehauen, verdammte Couch. Und dann steht da so ein Schattenpenner, obwohl es ist, wie wir es kennen, einfach nur ein Stück Jacke, Mantel, was auch immer. Das ist so Klassiker einfach. Steht er wieder da oder nicht? Das sieht aus der Standard. Oh Gott, boah, das hat mich erschreckt. Boah, erschrocktet. Wir erfinden neue Worte hier, okay? Das hier nahm mir, hat mich, erschrug mich. Das hier, es erschrug mich. Bruder, alles, was ich hier schwarz sehe, so dunkel, ist potenziell ein Geist. War da was? War da was? The dark silhouette of a figure can be seen standing in a room right across from Alex. Now, Alex doesn't notice the figure at first, but when he moves towards the door, he realizes that something is not quite right. He inspects the room to make sure no one is there. Da He ist doch gets was, the oder? unsettling feeling that he's being watched. Alex no longer feels safe in the remote building and all by himself. Oh. Das ist ja die Szene von vorhin, Alter. Ich bin so schreckhaft heute. So he decides to just get out of there. You can watch this entire investigation and many more spooky videos over on the YouTube channel Hunting the Unknown. The Respekt, Bruder. Thing from the Cave. Nummer 4 schon, okay? Japanese paranormal investigation. Asiatische Videos sind mir die liebsten. Die sind so 50% fake. Aber dann, die sind so gut gemacht. Investigators Gachan, Daichan, and Yasuke are contacted by one of their viewers about a bizarre picture they took in an allegedly haunted cave in Fukuoka Prefecture, Japan. The picture shows what appears to be a woman peeking from a rock. Oh, dort drüben ist es echt. Ich kann mich ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein asiatisches Geistervideo gesehen zu haben mit einem männlichen Geist. Irgendwie sind es immer so diese Frauen mit den schwarzen langen Haaren und den weißen bleichen Gesichtern. Inside the caves, the location is said to be a paranormal hotspot, and many visitors claim to have seen the mysterious apparition of a lady dressed all in white. It's late at night when the clip store team carefully make their way deep underground into the cave system to search for the spot where the photo was taken. Die sind also in einer Höhle. 気をつけてね。滑る。石巨大な石を下に落とすとかやめて。 Oh, ich hätte direkt Angst, überhaupt in so eine Höhle zu steigen. Das ist hart. マジ膝限界でさ、なんか和式トイレでトイレした時こんな感じじゃない？ああ、わかる。マジ。左側。 Bruder, ist das immer enger hier unten? Das könnte ich eine Frau nie fragen. Ey, yo, wird das immer enger hier unten oder was? Oh Gott. ここや。石あるもんね。ほら。こんな感じじゃない。 Oh, der Typ ist da unten, あ、だ okay. ね、だね。ああ、そうそうそう。ちょっとうわ気持ち悪い。てか無理。人がだってガッチャンそんな足とか出してんじゃん。とにかくここですね。 Was ist da The clip hinten? store team manages to find the exact location of the photo. Dieselbe Lokation. Dieselbe Location wie auf dem Foto Now, ersichtlich. with all three members so cramped in such a tiny cave tunnel, Yasuke and Daichan decide to head back out and wait in the car. Gachan stays behind to listen and look for anything strange. Gachan has been in the dark cave for about 20 minutes. Ey, schon wieder. Er ist alleine hier? Spielt sich mit seinem Handy. Spielt sich. Ich muss aufhören, an dreckige Sachen zu denken. Und er wartet wahrscheinlich darauf, dass sich dieses Gesicht hier wieder zeigt. When this happens. Ist das Wasser? Fließendes Wasser oder pinkelt da jemand?
声せんやった今。 Ich hab's gehört, ich hab die Stimme gehört, ja? ちょっと待ってマジ。とりあえず続けるか。 Jetzt kommt die hundertprozentig. Irgendwo sieht man die. While sitting in the dark, Kachan is a little freaked out when he suddenly hears what sounds like a woman crying from somewhere deep within the caves. Oh ja. Meanwhile, waiting back in the car, Yasuke and Daichan also experience something terrifying. じゃあ Dai-chan. 初めて Say hey, hey, Shin-chan. Nein, Dai-chan. Wer kennt die Serie noch? やったけど、どうだった ?13 です。いや、結構ね、やっぱなんていうかな、やっぱ寒気まあ、その Was erleben die jetzt? 動 Was 物っていうのも erleben? あるけど、うんやっぱそこがすごいよね。そうね。なんか雰囲気が違うもんね、やっぱ。ね。うん。あと、コウモリエグかったね。 Sehen wir jetzt eine Hand hier oder いや ein 前来 Gesicht? た時ね、全部冬眠しとったけん、上にくっ Was ist das? ついとるだけやったんやけど、 Hand runter, was ist das? Ist das der Außenspiegel oder was ist das? 今日ずっと終始飛び回りよったけんさ、うん。マジ地獄やったね。いや、本ただの当に。。うん。いや、結構ね、過酷。 Oh, es wird ruhig. Immer wenn es ruhig wird, passiert was. でもも Ein Klopfer. う、今コンコン言ったよね。 Ja. やばくない？車揺れたよ、今。 Did you see it? Nein, wo? Someone can be seen sitting right outside the Ah, doch, die ganze Zeit das hier. Alter. passenger seat window, just watching Daichan and Yasuke. Then there are two loud bangs, one from the back of the car and one from the front. As the camera pans back toward the passenger window, we can see that the creepy figure seems to have disappeared. Tatsächlich. Gänsehaut. Ey, das erinnert mich gerade an ein Erlebnis, das ich mal hatte. Da muss ich euch erzählen. Aber in Kurzform. Ich habe mal als Sicherheitsdienstfahrer gearbeitet und habe nachts auf ein Anwesen von einer steinreichen Frau aufgepasst in einem Wald. Und ich musste 6, 7 Mal von 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh oder 6 Uhr in der Früh Rundgänge auf ihrem Grundstück machen. Und es gibt da Strichcodes, die muss ich abgehen, quasi mit einem Gerät. Muss quasi einen Scan durchführen, dass meine Firma weiß, wo ich gerade bin, dass ich gerade meinen Rundgang gemacht habe und so weiter und so weiter. Irgendwann sitze ich da, es ist mitten in der Nacht, ich glaube 1, 2 Uhr, kann mich nicht mehr erinnern, welche Uhrzeit, war aber nach Mitternacht. Ich sitze da, spiele auf meinem Handy, das war 2014. Boah, das ist schon eine Ewigkeit her. 2014. Und es ist wirklich niemand da. Es ist ein schwarzer, langer Weg, ist zwar mit Laternen beleuchtet, Straßenlichter. Um mich herum nur Wald, ihr Haus links. Und neben mir war so ein Baustellenzaun. Sagt man das hier? Baustellenzaun? Ja, Baustellenzaun. Neben mir war ein Baustellenzaun, denn da wollte ein Bagger einfach nur durchfahren und das Gebiet war abgesperrt durch eine Baustelle. So ein Baustellenzaun, nur damit der Bagger durchfahren kann. Gut, sitze ich da in der Nacht, warte auf meinen Rundgang und plötzlich haut irgendwas ganz heftig gegen diesen Zaun. Erschreckt mich. Ich nehme meine Taschenlampe, steige aus dem Auto und wollte eben nachsehen, ob das ein Hund war, eine Katze, ein Eichhörnchen, was auch immer dagegen gegen diesen Zaun geschlagen hat. Der Schlag war hart, laut. So kann ich es beschreiben. Da war aber nichts. Da war nichts, gar nichts. Denke ich mir nichts und setze mich wieder ins Auto. 10 Minuten später starte ich meinen Rundgang. Wartet bis zum Ende. Die Geschichte ist hart. Nur um kurz anzumerken, ich habe auf diesem Gelände, da wo das Haus sich befindet, sehr viel erlebt. Sehr viele Lichtgestalten, sehr viele Punkte, helle Punkte, Orbs, die aufgeleuchtet sind. Ich erzähle euch am Ende weswegen diese Orbs aufgeleuchtet sind und was da alles war. Aber jetzt mal zurück zu der eigentlichen Nacht. Ich bin dann ausgestiegen, habe meinen Rundgang gestartet, meine Taschenlampe an, komplett dunkel, keine Nachbarn. Das waren Häuser links und rechts, die waren verlassen quasi. Steinreiche Leute, die sind da nie. Nur diese eine Frau ist da ab und zu und möchte, dass man Rundgänge macht. Und ich starte meinen Rundgang.
Ein Rundgang hat 15 Minuten gedauert, bis ich eben komplett ums Haus gegangen bin, dann um ihren Garten herum, runter, ein Schlangenweg, Essweg. Dann hatte sie noch einen Teich, dann noch eine fette Wiese und dann ganz unten angekommen war nochmal ein Zaun mit einer Straße. Die war auch nachts gar nicht befahren. Da ist einfach niemand, wirklich. Da kann man sich wirklich so vorstellen, dass da kein Auto vorbeifährt oder vielleicht jede halbe Stunde ein Auto. Gut, mache ich meinen Rundgang, komme unten an, auf der Wiese und dann beim letzten Scanpunkt, ganz unten, beim Zaun und führe meinen Scan durch, drehe mich um, möchte dann wieder raufgehen. Dauert so 5 Minuten, bis ich wieder oben bin. Und plötzlich ertönt vor mir, ich kriege jetzt Gänsevorhaut, während ich das erzähle, ertönt vor mir, es ist komplett dunkel. Und das einzige, was es gibt, das einzige Licht, das es gibt, ist meine Taschenlampe. Vor mir ertönt ein harter, lauter Schrei, aber es war kein Menschenschrei, es war kein Tierschrei, es war ein Mix aus einem, ich kann es euch nicht erklären, ein Mix, ich habe die ganze Zeit Gänsevorhaut, während ich das erzähle, weil ich mich daran erinnere. Es war ein Mix aus einem Menschen-Tierschrei, so hybridmäßig. Vielleicht, falls ich einen Sound finde, lasse ich ihn hier abspielen. Direkt vor mir, niemand da, niemand. Ich habe kurz hingeleuchtet, irgendwo aus Angst, kurz, es war vielleicht eine Sekunde, 2, kurz hingeleuchtet mit der Taschenlampe, um zu sehen, was da ist. Voll Panikmodus, seine Mutter war das. Ich bin umgedreht über den Zaun, auf die Straße, um das komplette Grundstück auf der Straße bis zum Auto. Ich habe mich ins Auto gesetzt, beim Auto angekommen, wie in diesem polnischen Video. Bis ich zum Auto gekommen bin, ich so komplett in Panik, komplett. 2014, da war ich 23 Jahre alt. Setz mich ins Auto, fahr weg, gebe einen Fick auf dieses Gebäude, auf dieses Grundstück. Ich schwöre dir, an diesem Abend habe ich mich wie der schlechteste Security gefühlt, den es auf dieser Welt gab. Ich bin weggefahren. Ich glaube, ich habe 10 Minuten gebraucht, um runterzukommen, um mich wieder zu beruhigen. Dann bin ich wieder zum Grundstück gefahren, habe mich wieder dorthin gestellt, wo ich immer war. Und jetzt kommt's. Das Gebäude, also das Haus, das dort steht, die ganzen Häuser, die dort stehen, die Gegend heißt Hinterbrühl, und dort stand mal ein KZ. Ja, ein KZ. Wir alle wissen, was in KZs passiert ist. Und wir alle wissen, denke ich, was mit gequälten Seelen passiert, wenn sie es nicht auf die andere Seite schaffen. Ich bin mir zu 100% sicher, die Lichtgestalten, die Orbs, dieser Schrei stammt von KZ-Insassen, die dort auf schlimmste Art und Weise umgekommen sind. So, ihr könnt das gerne mal googeln. KZ Hinterbrühl in Niederösterreich. Werde ich nie vergessen. So, und jetzt genug mit der Geschichtenstunde. Weiter geht's. But that's not all that happened that night. Das ist ein Because Gesicht. early on, back in the caves, there was something else. While the Clip Store team are all climbing down the rocks, their viewers pointed out that something else might have been there with them. Was? Da war noch Watch was? again, Wo? very closely. Wo? ちょっと待ってね。 Tatsächlich, da ist was. Warte, seht ihr, habt ihr das gesehen? Ich gebe mal die Kamera hier weg. Mein Bild, mein wunderschönes, mein sexy Motherfucker. So. Frame zurück, komm, Bruder. Oh Gott. Someone or something can be seen moving up above them, as if following them down into the caves. But the Clip Store guys don't see or hear anything. So could it be that they had an encounter with the strange apparition of the woman in white that haunts this Ich drücke mal Pause, wenn das Bild weg ist. area? Let me know what you think. Gut, wieder zurück. Let me know what you think. You can watch this entire investigation over on the YouTube channel Clip Store. Graveyard Shift. Oh, wieder. TikTok user Veronica. Graveyard. Am Friedhof. Oh Gott. Echt Respekt an alle, die nur zu einem Friedhof gehen, um sich zu beweisen,
dass sie Mut haben und dass sie Geister finden wollen, also Geister der Verstorbenen, die dort liegen. Ich hätte nicht die Eier dafür. Veronica is working the night shift on the second floor of the Baylor Scott and White Medical Center in Rowlett, Texas. Suddenly, they start to experience something truly creepy. Also doch kein Friedhof? Doch kein Friedhof? Hat's nicht geheißen Graveyard Shift? Did you hear her? Yes. No, was? You hear her? Ein Gestöhne? We were sleeping so we woke him up. We woke him up. Ein Gestöhne habe ich gehört. Gut, kann man auch manipulieren. Da ist ihr Freund da unten und zieht an der Leine. Wenn da jetzt nicht was rauskommt. Wer spricht? She probably thinks I'm her mom. Oh! That was you. No, I swear to God. Ach so, das ist sie. Sie spricht. Oh Gott, da geht's rein ums Gestöhne, glaube ich. Was that something? Come home. Veronica and her coworkers hear the sound of someone humming or singing. Did you hear her? Yes. You hear her? Ja, das höre ich auch. That was you. No, I swear to God. Was that something? Come home. And a door opens by itself. Night shift worker Veronica explains that she believes that several ghosts haunt the Baylor hospital, but she says that one of them, the ghost of a young girl, can often be heard laughing and singing throughout the hallways, as if trying to reach out to the staff. Gut, sie sagt also, dass das Spital, in dem sie arbeitet, von mehreren Geistern heimgesucht wird, aber sie hört ständig dieses Mädchen. Gut, ich muss auch ehrlich sagen, ich im Spital, im Krankenhaus, da findet ja der komplette Lebenszyklus statt, oder? Du wirst geboren, du stirbst dort, du bist dort, wenn du Aua hast, da passiert vieles. Und wenn dort Leute sterben, sind die auch dort definitiv für eine gewisse Zeit. Das ist hart, das erinnert mich gerade an meinen verstorbenen Cousin. Okay, weiter geht's. So is the hospital haunted by the spirit of a young girl? Let me know what you think. The mysterious mannequin. Wieder Puppen? Sind wir wieder bei Puppen This angekommen? next eerie clip was posted by TikTok user TheTruth444. The video shows a tourist in Paris stopping at the storefront of the famous and very controversial brand Balenciaga. In The woman Paris. notices something in the store window that is truly disturbing. Okay, people, tell me Ist das eine Puppe? Ist das schon eine Puppe? Eine Schaufensterpuppe oder was? something. So this is a store in Paris. This is a man's store in Paris, and this is a mannequin that they say that they made this and put this in Die haben diese. Ach komm. Ist das jetzt Rassismus oder was? Das ist gar nicht gut. the store. This boy look like somebody dead and bomb. Aber das stimmt, das sieht verdammt real aus, Mann. Haben die den. Oh, das wäre hart. Look at his hand. Wait, I'm doing it through the hole. Look at the boy hands. Look, the hands. His hands is as real as Haben die den präpariert oder was? mine. The woman is freaked out by a mannequin that looks just a little bit too real. But things are about to get even weirder.
Watch closely. If anybody have this guy missing, please. This is crazy. I've never seen anybody look so friggin' real. How you Bruder, die ist komplett außer sich, aber bildhübscher junger Mann. Ich hoffe, die haben den nicht präpariert. have this man in the store sit down? Look. Look at that. You see? This is friggin' Der hat jetzt nicht seine Augen bewegt, oder? crazy. Look in the guy eye. And them said they made this mannequin and put clothes on him and have him sit down in the window. Look at the guy friggin' face. He's in Paris. If you know anyone that missing a black son look like this, he's in Paris in the store in the window. The mannequin suddenly appears to be looking directly at the woman. Nein, die hat doch nur die Perspektive geändert, oder nicht? Die hat die Kameraperspektive geändert. Viewers of the video are creeped out by the sudden change in position, and some even swear they could see the mannequin blinking. The video gets a massive amount of attention as viewers begin to make wild claims that the multi-billion-dollar fashion brand Balenciaga has embalmed one of their models, and that the mannequin isn't a mannequin at all, but is in fact a missing model by the name of Christopher Tyler. Der ist tatsächlich verschwunden? Okay. The claims become even stronger after Christopher Tyler seems to drop offline. He stops modeling, and mysteriously his Instagram account is suddenly set to private. Ey. People became so disturbed by the ultra-lifelike mannequin's resemblance to model Christopher Tyler that Chris had to actually post an Instagram live addressing that he was safe and actually very much alive. Oh Gott. I appreciate everybody. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das wäre hart. Ich könnte das diesen ganzen Modedesignern wirklich zutrauen. Balenciaga, Gucci Mucci, Birken, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Louis V. Be concerned, but you know, you can't feed into whatever you see on the internet. Nah, you a clone, bro. I'm not gonna lie. I'm a fake page. They cloned me. Everything in the book. Everything in the book. But all of this really doesn't explain why this creepy mannequin seems to stare at this tourist who gets too close. Nein, das ist nur eine andere Perspektive. The hospital visitor. Oder? This next creepy video was posted Wir sind wieder im Spital, meine Damen und Herren. to the internet without a source. It is said that the video was taken by a patient in a hospital in Indonesia. Allegedly, he recorded the video to reassure his friends and family that he's safe and in good hands. But when he looks back at his own footage, he sees something so disturbing that he no longer feels safe at all. Gut, Indonesien, wir kommen. Nein, das muss... Oh. Veiled in black can be seen watching over another patient. Nein, das muss fake sein. Oh Gott, das sind das sind diese klassischen Geschichten, wo du kurz vorm Sterben von einer schwarzen Gestalt abgeholt wirst. Oh Gott. Now, that on its own is not that scary, but the man recording the video claims that there was no one there at the time. He says that there was no dark figure. Now, many viewers of the video have said that the eerie figure appears to be floating, and that they believe Floating? Sie schwebt oder was? the apparition might be the Grim Reaper, patiently awaiting the patient's death. Oh ja, sag ich doch. But I'll leave that up to you to decide. Thank you so much for watching. If you have Gänsehaut. Alles klar, meine Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt euch köstlich amüsiert. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch in die Hosen gemacht mit mir. Es gibt nur noch 3 Dinge zu tun. Wie immer, kommentiert, abonniert und liket das Video und helft mir, den YouTube-Algorithmus zu pushen, damit wir noch viel weiterkommen, okay? Alles klar? Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, es wird gruselig, muslig, Baby. Peace.